Hallo! Hallo! Hallo, wir sind's wieder. Die Piranhas, 2 davon, ne? Also Jenny und Björn. Und heute geht's um Fragen. Eure ganzen Fragen, die uns erreichen in Bezug auf unsere Arbeit. Genau. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum wir diesen Kanal hier machen, ne? Nämlich eure Fragen zu beantworten und ein paar Sachen zu beleuchten, ne? Und Sachen hier zu besprechen und euch nahezulegen, wie wir Computerspiele machen. Genau. So, ne? Und so ein bisschen mehr Einblick zu geben in den ganzen Kram. Ja. Und zu diesem Zweck haben wir uns überlegt, nennen wir diese Folge FAQ, ne? Frequently Asked Questions, weil viele Sachen ja doch immer wieder aufkommen und so. Und dann legen wir mal los mit der ersten Frage. Ja, also Frage Nummer 1, die uns erreicht hat, war: Bastelt ihr privat eigentlich auch noch an eigenen Hobbyprojekten, Spielen oder Programmen nur so für euch selber, oder habt ihr durch eure Arbeit in der Freizeit dann die Schnute voll davon? Boah, also es gibt viele, die machen das tatsächlich von uns. Ne? Die machen so Game Jams gerne mit, auch um sich weiterzubilden. Ne? Und ich persönlich mache gerne Musik auch, ne? Privatmusik, auch Live-Musik und so weiter, trete auch gerne mal auf. Ne? Jetzt so in der Corona-Zeit kommt das seltener vor, aber ansonsten habe ich schon öfter auf Bühnen gestanden oder Karaoke-Bars und so weiter, beschäftige mich sehr viel mit Musik. Computerspielprojekte an sich für mich persönlich eher nicht, ne? Weil ich habe damit schon genug zu tun. Hab halt mehrere Aufgaben zu erfüllen in der Firma und dann bin ich eigentlich kreativ ziemlich belastet oder ausgelastet, sage ich jetzt mal. Bei dir? Ich würde sagen, ich bin da tendenziell eher so der klassische Wingman, Wingwoman, weil selber habe ich auch keine Projekte in der Freizeit, wie ich sagen würde, ich mache da jetzt auch noch irgendwas Richtung Computerspiel, weil mir da tatsächlich schlichtweg die Zeit fehlt, da zocke ich lieber. Wir haben auch Familie, ne? Genau, Ja. das ist es. Aber wenn andere Projekte haben, irgendwie, ob du das jetzt bist mit Musik oder ein anderer Arbeitskollege mit so einem kleinen Projekt irgendwie, dann helfe ich gern. Das macht mir Spaß. Also Ja, so, stimmt. ich unterstütze Dinge dann, die andere machen. Da habe ich genauso viel von. Und es ist nicht ganz so zeitintensiv, wie wenn ich jetzt selber was Größeres noch auf die Beine stellen würde. Oh. Stimmt, bei so einigen Hörspielen habe ich auch mitgeholfen. Ja, zum Beispiel, genau. Mitgesprochen oder irgendwelche Sachen gemacht. So, ja, das stimmt schon, ja. Anderen zu helfen, das machen wir gerne. So, Was ne? auffällt, ist, es ist halt artverwandt zu dem, was wir machen. Ne? Du hast ja gesagt, Musikprojekte, Hörspiel, Filme. Das ist alles auch kreativ, aber nicht direkt auch ein Computerspiel. Ne? So ein bisschen Urlaub, ne? So. Das ist alles irgendwie so. Dieser kreative Pot, der ist offensichtlich noch nicht so ganz ausgelastet, aber es muss dann nicht immer dieselbe Richtung sein. Genau. Boah, die nächste Frage wäre: Wie funktioniert bei euch die UI-Entwicklung? Ich meine damit alles, was der Nutzer auf dem Screen sieht, also das HUD. Und alles, was mit Inventory und Items zu tun hat. Ja. Ja, da fangen wir eigentlich immer wieder von vorne an, ne? Also wir gucken uns an, was sind die Ansprüche, ne? Und müssen halt gucken, mit welcher Technologie setzt man das um. Das ist nämlich das Wichtigste. Ja. Momentan benutzen wir Iggy. Und das ist halt so eine Sache. Du musst halt irgendwie diese ganzen komplizierten Sachen, die wir im Spiel machen können, ob es Handeln ist oder Inventargefruckel oder die Quickslot-Leiste, ne, oder irgendwelche anderen Sachen, die muss man immer wieder irgendwie individuell ans Game Design anpassen. Richtig. Ne, irgendwelche Sockel in irgendwelche Schwerter stecken und irgendwelche Produktionssachen, irgendwelche Crafting-Klamotten und so weiter, die muss man immer wieder neu bauen. So. Genau. Und weil die sich auch sehr oft ändern. Und weil wir auch sagen, okay, was ist mit der Übersichtlichkeit, wollen wir sie verbessern und wenn an welcher Stelle, dann fängst du eigentlich immer wieder von vorne an, mit einem leeren Blatt Papier. Ja, das muss man dazu sagen, Iggy, das ist sowas, im Grunde genommen ist das eine Middleware, das heißt eine Software, die wir quasi dann lizenzieren und die benutzen können. Gibt auch Scaleform. Zum Oder Beispiel. gab es mal, mittlerweile nicht mehr. Ja, und wir haben eine eigene Engine, die diese Software jetzt nicht hat, also holen wir uns eine Middleware dazu, die dann quasi sowas wie GUI und UI kann.
Und dann muss man halt gucken, auf der einen Seite steht das Design, dass wir uns also ausdenken, was wollen wir denn, dass im Spiel gemacht werden kann? Und auf der anderen Seite dann die Visualisierung, wie soll das denn dann für den Spieler aussehen? Und diese beiden Sachen müssen zusammenpassen und limitiert ist das Ganze dann davon, was kann denn die Middleware, die eingebunden wird, leisten. Und diese Dinge lassen dann im Grunde genommen die UI entstehen. Das heißt, es wird ein Design gemacht, wo in welcher Ecke irgendwie, wird mit Farben gearbeitet oder nicht und so. Also wie kannst du Dinge darstellen in der UI? Also was kriegt der Spieler zu sehen? Ist das rund? Ist das eckig? Ist das bunt? Leuchtet das? Und was weiß ich, da gibt es 1000 Dinge, die man entscheiden kann. Und wir gucken dann halt, es muss irgendwie inhaltlich passen, es muss farblich passen, es soll die Sachen wiedergeben und auch verständlich sein. Und dann entsteht quasi im Laufe der Entwicklung die UI, die es dann am Ende auch wird. Genau. Gut, dann haben wir... Also, wer schreibt eigentlich immer die Intro-Kommentare unter unsere Namen hier in den Videos? Das mache ich. Ingrids Woche und Klaus zum Beispiel. Ne? Ja, das mache ich selber. Weil ich denke, ja, gut. Wir sitzen hier und erzählen viele Sachen und so, aber wir nehmen den ganzen Kram ernst, ne? Dass wir auch Sachen vernünftig hier machen und beantworten und so weiter. Aber ein bisschen Spaß muss dabei sein. Genau. So, ja. Ne? Ja. Man darf sich selbst nicht so ernst nehmen. Boah, also ich lese es einfach mal vor. Angenommen, Elon Musk wäre ein riesen Piranha Bytes Fan. Und er bietet euch an, für das nächste Spiel euch bedingungslos finanziell zu unterstützen und würde auf die Mitbeteiligung verzichten. Er will nur ein Piranha Bytes Spiel sehen, ohne Zeitlimit. Beim Budget wären keine Grenzen gesetzt. Ihr kriegt so viel Geld, wie ihr wollt. Mhm. Wie würde in so einem Szenario, falls es denn überhaupt so ein Angebot annehmen würdet, ein Projekt aussehen? Würdet ihr etwas anders machen als sonst? Würdet ihr selbst irgendwo eine Grenze ziehen, selbst wenn euer Budget grenzenlos wäre? Das ist eine sehr spannende Frage. Aber vermutlich wird sich gar nicht so viel ändern, weil wir uns nämlich so gut wohlfühlen, wie wir es machen. Ja. Und wir müssten auch an den Stellen, wenn das so wäre, uns trotzdem noch einen Partner suchen, ja, der diese ganzen Sachen übernimmt, die der Publisher übernimmt. Weil wir das auch so wollen, ne? Na, weil sonst müssten wir den ganzen Kram nicht selber machen. Ja, das ist schwierig. Ne? Mhm. Es gibt auch Entwickler, die das machen, tatsächlich so. Mhm. Aber wir finden das gar nicht so spannend. Wir finden spannend, coole Spiele zu machen. Mhm. Das ist für uns das Vorrangigste. Und Öffentlichkeitsarbeit machen wir auch gerne. Ja. Ne? Das heißt, auf eure Sachen zu reagieren, wenn ihr Dinge uns fragt oder irgendwelche Sachen von uns wollt oder so, dass wir dann da auch direkt drauf reagieren, uns hier jetzt hinsetzen, uns die Arbeit machen, dann tatsächlich auch Videos dafür aufzunehmen und so weiter. Das finden wir schon gut und macht auch Sinn und würden wir auch ungern jemanden anders überlassen. Ne? Und ich glaube, man kann nicht alles erschlagen mit Geld. Ja, es ist halt immer irgendwie, wenn du mehr Mitarbeiter hast, die an Dingen arbeiten, die dann potenziell zum Beispiel noch mehr grafische Qualität rausholen sollen oder noch AAA-iger oder noch irgendwie was, dann hast du auch automatisch mehr Verantwortung für diese Leute. Und das heißt, es hat etwas mit schnellem Wachstum zu tun. Und da haben wir sowieso immer gesagt, wir wollen Wachstum dort, wo es Sinn macht und wir das Gefühl haben, da können wir uns wirklich verstärken und wir möchten gerne Leute, wenn sie zu uns kommen, auch halten können. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, was kostet die Welt, wir holen jetzt irgendwelche Leute, die dann irgendwas machen, dann müssen die auch vernünftig koordiniert werden. Und die müssen auch zu uns passen. Und die müssen zu uns passen. Ja. Und das heißt, man läuft dann Gefahr, wenn man ein Großkonzern wird, also wir jetzt als Entwicklerfirma, dass man dann das Familiäre verliert und es vielleicht gar nicht merkt. Und das ist etwas, was wir nie wollten. Das heißt, wenn man uns fragt, ja,
braucht ihr denn mehr Geld, um die Spiele zu machen, die euch Spaß machen? Dann wäre die Antwort nein. Wir machen doch die Spiele, die uns Spaß machen. Ja, und euch dann hoffentlich auch. Und das ist genau das, was wir jetzt schon machen. Und dafür sind wir genau richtig. Und es gibt wie immer wieder irgendetwas, was man vielleicht noch besser machen kann. Irgendwas, boah, da hat einer noch eine coole Idee, die können wir doch beim nächsten Mal nochmal umsetzen und so. Und dann kommen halt schöne neue Spiele zustande, wo wir sagen, wir haben das mit unserem Team gemacht, wir sind stolz darauf, das hat Spaß gemacht in der Entwicklung. Das ist genau das, was wir wollten, genau das, was wir wollen und das, was wir jetzt gerade auch machen. THQ Nordic hat sehr viele Sachen auch schon drumherum sehr viel Geld investiert, ja, in den aktuellen Titel, den wir jetzt gerade announced haben. Und das ist, da gibt's tatsächlich auch schon Vorteile, die wir da genießen, dass wir tatsächlich uns auf unsere Arbeit konzentrieren können. Mhm. Und wir sind auch schon gewachsen. Na? Wir waren im Schnitt immer 27 Leute, mittlerweile sind wir 33. Mhm. Also da kommt schon was in Bewegung und gerade an den Stellen, wo wir sagen, irgendwie da müssen wir aber noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit reinstecken und so weiter. Aber es ist halt immer noch unser Piranha Bytes Gen da drin. Der Jan Theisen von King Art, der zusammen mit seinem Team Iron Harvest produziert hat, gebaut hat, ne? Der ist der Entwickler. Der hat immer gesagt, auf 7 Leute brauchst du einen, der sie koordiniert, der ganz Vollzeit nichts anderes macht, als sie zu koordinieren. Und das heißt halt, je größer so ein Team wird, ne, desto mehr mehren sich auch die Leute, die nichts anderes tun, als Menschen zu koordinieren. Und das finden wir ein bisschen schwierig, weil wir nämlich alle, die wir da sind, bei Piranha Bytes auch selber Hand anlegen möchten ans Spiel selbst. Und so verteilt sich das auf mehrere Protagonisten, die ganze Arbeit, so dass jeder auch mit Spaß hat an dieser ganzen Geschichte. Das ist uns ganz wichtig. Genau. Ja, das muss irgendwie gehen. Ja. Ja, was hat uns denn am meisten Spaß gemacht bei der Entwicklung von Elex 2? Boah, was hat mir am meisten Spaß gemacht? Die Elemente zusammenzufügen, glaube ich. Ja? Also jetzt so im letzten Jahr, als die Sachen zusammengekommen sind und das Spiel selber dann zu spielen, wie es fast fertig war. Ich glaube, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Dann zu sehen, dann aufzuschreiben, wo man noch Ecken wegfallen kann, beim Design noch drauf einwirken kann, ne? Dass die Sprachaufnahmen drin waren schon und dass man die Typen schon hat sprechen hören, die man selber geschrieben hat. Das ist immer so für uns Designer und Story-Designer auch so ein Highlight, ne? Wo wir sagen, das ist immer das Coolste, die coolste Arbeit, so wo man sieht, dass die Dinge zusammenfügen und dass man da ein Spiel sieht und dass es entsteht. Mhm. Und das, was dann auch Spaß macht an dem Ding. Und dann merkt man auch, dass viele Pläne, die man dann gehabt hat, manche aufgehen und manche vielleicht auch nicht so aufgehen, wie man sich das erhofft hat, aber die meisten dann eben schon. Und das macht am meisten Spaß, dann sich selbst zu kontrollieren, das Spiel selber zu spielen und QA zu machen, ein Stück weit. Das macht jeder von uns. Ne? Ja. Ja, ich muss dazu sagen, wir hatten ja auch während der Großteil der Entwicklung bis heute hat uns diese Corona-Geschichte begleitet. Und das heißt, es fanden viele Sachen, die nebenbei stattfinden, einfach nicht statt. Wie zum Beispiel irgendwelche externen Events oder Treffen oder normalerweise sind wir einmal im Jahr zum Beispiel nach THQ Nordic nach Wien geflogen oder gefahren und das kam jetzt nicht zustande. Und deswegen waren meine Highlights in der Entwicklung 2 Dinge, die halt trotzdem stattfinden konnten. Und das eine war, dass ich einen Tag lang mit bei den Sprachaufnahmen teilgenommen habe. Insgesamt war es sogar 3 Tage, meine ich. Da hatte ich unwahrscheinlich viel Spaß dran. Das war unwahrscheinlich lustig. Wir hatten gerade die SVMs aufgenommen. Das sind also diese Standard-Voice-Module. Genau, ne? Zum Beispiel irgendwie, wenn dich einer mit dem Schwert steht, ne? Oder der fällt, ne? Scheiße. Das war total gut. Also da hatte ich richtig Spaß. Und das zweite war, in der Firma, wir haben also einen eigenen Motion Capture Anzug auch.
bei uns, in der Firma bei Piranha Bytes. Und ab und zu werden dort halt Animationen mit aufgenommen, mit denen dann Dinge getan werden. Und an einem so einen Tag konnte ich also selbst dabei sein und zugucken, wie das entsteht. Und da hatte ich auch sehr viel Spaß dran, ja. Das ist auch irgendwie eine ganz lustige Frage. Ich lese sie einfach mal vor. Mich würde interessieren, wann ihr angefangen habt zu programmieren und wie lange ihr so am Stück programmiert. Beste Grüße. Da muss man dazu sagen, dass nur ein Drittel der Belegschaft Programmierer sind. Und alle anderen, ich nenne sie mal Content-Pansel. Ne? Animateure, Level-Designer, Story-Designer, irgendwelche Artists halt. Ne? Ja. Und das heißt, wann hat man damit angefangen? Die meisten von uns eigentlich ziemlich früh. Ja? Dass man sich mit solchen Sachen auseinandergesetzt hat, dass man Computerspiele geatmet hat, dass man irgendwie sich damit beschäftigt hat, auch selber Spiele und wenn es Brettspiele sind, irgendwie gebastelt hat und so. Ich habe das in meiner Kindheit schon gemacht. So, ne? Also Cluedo fand ich total toll, zum Beispiel, ne? Als kleines Kind irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie alt war ich da? 12 oder so? Jetzt kleines Kind, also war ich schon Teenie fast, ne? Aber, und das habe ich dann zu Hause aus Spielkarten nachgebastelt. Ne, mit einem Schachbrett und irgendwie draufgemalt die Räume und die entsprechenden, wie ich mich noch erinnern konnte, wie die Regeln waren und so. Und dann war der Pik König und die Karo Dame war das Opfer und wer war jetzt der Mörder. Ne? Das konnte man dann spielen irgendwie. Solche Sachen habe ich früher schon gemacht, ja. Schon ziemlich früh, ja. Ja gut, so Rollenspiel-Dinge. Ne? Ich hatte zum Beispiel so eine Art Büchlein, so wie Der einsame Wolf, so mit einer eigenen Geschichte irgendwie. Lese weiter auf Seite 3 oder lese weiter auf Seite 10. Sowas, doch, also Rollenspiellastiges schon. Programmieren kann ich auch gar nicht. Also ich verstehe auch nicht, was unsere Programmierer da tun oder wie sie es tun. Aber ich kann ein paar Skripte kopieren. Ja, das muss reichen. Aber in Sachen Design... Cut und Paste. Ja, in Sachen Design, da liegt eher mein Interesse. Also wie funktionieren Dinge? Wie hängen die miteinander zusammen? Was bringt mich in einem Computerspiel dazu, länger daran rumzuprötteln? Und das habe ich ja auch als Kind schon gerne gemacht. Ich habe vor allen Dingen sehr viel gezockt. Und ja, wie lange macht man das am Stück? Also Programmieren entsprechend gar nicht. Und sich mit solchen Designs beschäftigen, das kann schon ein paar Stunden am Stück sein. Ja. Ihr habt so viele Videos vorproduziert. Also habt ihr alle Videos vorproduziert? Also hier auf diesem Kanal produzieren wir in der Regel tatsächlich vor, ja. Das ist sehr spannend, aber live wäre auch mal klasse. So, dann muss man zwei Dinge dazu sagen. Erstens, hier auf dem YouTube-Kanal könnt ihr natürlich wie gewohnt Videos von uns montags erwarten. Manchmal hatten wir auch in der Vergangenheit schon ein paar Specials dazwischen. Irgendwie ab und zu kommt da mal was anderes, wie jetzt zum Beispiel unser Trailer. Aber live war eher selten auf diesem Kanal. Da müsst ihr mal auf Social Media die Augen offen halten. Das heißt nämlich nicht, dass wir nicht live sind. Es gibt nämlich viele Gelegenheiten, bei denen wir zum Beispiel irgendwo eingeladen werden oder irgendwo auf Twitch unterwegs sind oder sonstiges. Und das findet dann an einem anderen Format statt. Wenn wir es wissen und können, kündigen wir das auf unseren Social Media Kanälen an. Schaut euch das an und dann könnt ihr live dabei sein und uns natürlich dann auch gerne im Chat Hallo sagen und Fragen stellen. Gut, hoffentlich beantwortet das schon mal eine Menge eurer Fragen. Ja. Und wir werden auf jeden Fall damit nicht aufhören. Wir werden auch nächste Woche wieder hier sein und weitermachen mit unserem Community-Arbeit, Erklärbär, Video-Format, Piranha Becken TV. Nächste Woche wieder hier, wenn ihr mögt. Genau. Dankeschön. Ja, Löcher im Bauch. Da wird noch viel mehr kommen. Auf jeden Fall. Das glaube ich auch.